Mein Name ist Anna. Ich komme aus Polen, aber jetzt lebe ich in einem anderen Land. Ich arbeite 2 Tage pro Woche als Haushälterin in einem großen Haus. Das Haus gehört Frau Schneider. Sie ist eine gute Frau, aber sie ist immer beschäftigt und müde. Sie hat keinen Ehemann und lebt allein in diesem großen Haus. Ich putze die Zimmer, spüle das Geschirr, wische die Böden und wasche die Wäsche. Das Haus ist wunderschön. Es hat große Fenster, einen kleinen Garten und eine breite Terrasse, auf die morgens die Sonne scheint. Frau Schneider hat einen Sohn. Sein Name ist Lukas. Er ist ungefähr 30 Jahre alt, aber er arbeitet nicht. Er lebt nicht die ganze Zeit bei seiner Mutter. Er wohnt bei Freunden in einem anderen Teil der Stadt, aber manchmal kommt er zu ihr nach Hause. Wenn Lukas da ist, sitzt er meistens auf dem Sofa und sieht fern. Manchmal sitzt er auf der Terrasse und trinkt Bier. Er spricht nicht viel. Er sagt nur Hallo zu mir und bleibt dann still. Nach seinen Besuchen gibt es immer viele leere Bierflaschen. Ich bringe sie in den Keller. Ich mag den Keller nicht. Er ist dunkel, kalt und riecht seltsam. Aber es gehört zu meiner Arbeit, also gehe ich hinunter. Frau Schneider arbeitet in einer Fabrik. Sie geht früh am Morgen zur Arbeit und kommt spät am Abend nach Hause. Manchmal ruft sie mich an, während ich putze. »Anna, ist Lukas da?« fragt sie. »Ist alles in Ordnung?« Und ich antworte immer, »Ja, Frau Schneider, alles ist in Ordnung.« Meistens war das auch wahr. Ich respektierte sie. Sie arbeitete hart und behandelte mich nie schlecht. Sie bezahlte mich pünktlich und sprach freundlich mit mir. Ich brauchte diesen Job sehr. In Polen hatte ich in einem kleinen Geschäft gearbeitet. Nach meiner Scheidung wurde das Leben schwierig. Ich kam hierher, um Geld zu verdienen und es meiner Tochter zu schicken. Sie lebt bei meiner Mutter in Polen. Ich vermisse sie jeden Tag. Eines Morgens, als ich die Küche putzte, kam Lukas herein. Er sah müde und ernst aus. »Anna«, sagte er, »ich brauche einen Gefallen.« Ich hörte auf, das Waschbecken zu putzen und sah ihn an. »Welchen Gefallen?« fragte ich. Er schaute in Richtung Flur und senkte dann seine Stimme. »Ich werde für ein paar Wochen wegfahren«, sagte er. »Aber bitte erzähle meiner Mutter nichts davon. Sie wird sich zu viele Sorgen machen.« Ich runzelte die Stirn. »Du willst, dass ich ihr sage, dass du noch hier bist?« Er nickte. »Ja, wenn sie anruft, sag einfach, dass alles in Ordnung ist. Bitte, Anna, ich will keinen Ärger.« Es gefiel mir nicht, aber er sah traurig aus und ich wollte keine Probleme in diesem Haus verursachen. Also sagte ich, »In Ordnung, ich werde es ihr nicht sagen.« Am nächsten Morgen sah ich, wie Lukas mit einer kleinen Tasche das Haus verließ. Ich dachte, er würde nur eine kurze Reise machen. Danach wurde das Haus sehr still, kein Fernseher, keine Schritte,
keine Bierflaschen auf der Terrasse. Trotzdem rief Frau Schneider jeden Abend an. »Anna, ist Lukas zu Hause?« Und jedes Mal sagte ich, »Ja, Frau Schneider, alles ist in Ordnung.« Ich wusste, dass es eine Lüge war, aber ich sagte mir, dass es nur eine kleine Lüge war. Ich wollte nur verhindern, dass sie sich Sorgen machte. 2 Wochen später kam Frau Schneider früher nach Hause. Ich putzte gerade die Küche, als sie hereinkam. »Anna«, sagte sie, »ich bin heute früher nach Hause gekommen. Ich möchte Lukas sehen. Ist er da?« Mein Körper erstarrte. Dann sagte ich schnell, »Er ist heute Morgen weggegangen. Vielleicht kommt er später zurück.« Sie setzte sich an den Tisch und rieb sich die Stirn. »Er geht nicht an sein Telefon«, sagte sie. »Ich möchte nur, dass er Arbeit findet. Ich kann ihn nicht für immer unterstützen.« Ich fühlte mich schlecht für sie. »Vielleicht braucht er einfach Zeit«, sagte ich leise. Sie nickte, aber sie sah sehr traurig aus. Später, bevor ich ging, brachte ich einige leere Flaschen in den Keller. Als ich das Licht einschaltete, sah ich etwas Seltsames. Einige Bierkisten waren geöffnet. Mehrere Flaschen fehlten. Auf dem Boden lag zerbrochenes Glas. Ich blieb stehen. Lukas war nicht hier. Wer war dann im Keller gewesen? Ich räumte das zerbrochene Glas weg, aber meine Hände zitterten. Vielleicht war Lukas zurückgekommen, als niemand zu Hause war. Vielleicht hatte er einige Flaschen mitgenommen. Ich versuchte, das zu glauben. Aber tief in meinem Herzen fühlte ich mich unruhig. Ein paar Tage vergingen. Frau Schneider stellte weiterhin Essen für Lukas auf den Tisch. Sie glaubte, dass er nach Hause kam, während sie arbeitete. Aber jeden Morgen stand das Essen noch dort. Ich warf es heimlich weg. Wenn sie anrief, log ich wieder. Er schläft. Er ist unter der Dusche. Er ist nur kurz spazieren gegangen. Jede Lüge fühlte sich schwerer an als die vorherige. Dann kam ich eines Morgens zum Haus und sah, dass die Hintertür offen stand. Langsam trat ich ein. »Hallo?« rief ich. Niemand antwortete. Das Haus war still. Ich überprüfte die Küche, dann die Terrasse. Danach ging ich in den Keller. Diesmal fehlten noch mehr Flaschen. Mir wurde kalt im Magen. Jemand kam in dieses Haus. Jemand wusste von dem Keller. An diesem Abend rief Frau Schneider wieder an. »Anna, ist alles in Ordnung?« Ich sah auf die dunkle Kellertür. Ich wollte ihr die Wahrheit sagen, aber die Angst hielt mich zurück. »Ja, Frau Schneider«, flüsterte ich, »alles ist in Ordnung. Lukas ist hier.« Nach dem Anruf saß ich allein in der Küche. Meine Hände zitterten. Ich hatte versprochen, Lukas Geheimnis zu bewahren. Aber jetzt fühlte sich dieses Geheimnis gefährlich an. Bevor ich den Rest meiner Geschichte erzähle, bitte ich euch, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, es zu teilen und mir in die Kommentare zu schreiben, von wo aus ihr zuschaut. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel und jetzt machen wir weiter.
Die nächste Woche fühlte sich sehr schwer an. Ich machte meine Arbeit wie immer, aber meine Gedanken blieben beim Keller. Ich dachte ständig an die offene Tür, die fehlenden Bierflaschen und dieses seltsame Gefühl in diesem Haus. Jedes Mal, wenn ich nach unten ging, zählte ich die Flaschen. Jedes Mal waren es weniger. Nach dem Putzen begann ich, die Kellertür abzuschließen, aber selbst dann fühlte ich mich nicht sicher. Eines Morgens, als ich bei Frau Schneider ankam, sah ich einen Mann in der Nähe des Hintertors. Er war groß und trug eine dunkle Jacke. Ich konnte sein Gesicht nicht deutlich erkennen. Als er mich bemerkte, drehte er sich um und ging schnell weg. Mein Herz begann heftig zu schlagen. Ich ging schnell ins Haus und schloss die Tür hinter mir ab. Das Haus sah normal aus, aber ich konnte nicht aufhören, an diesen Mann zu denken. Später an diesem Tag rief Frau Schneider von der Arbeit aus an. »Anna«, fragte sie, »wie geht es Lukas heute?« Ich sah auf das Telefon und spürte, wie mein Mund trocken wurde. »Es geht ihm gut, Frau Schneider«, sagte ich. »Er war heute Morgen hier.« Sie klang erleichtert. »Gut«, sagte sie. »Bitte sag ihm, dass er mich anrufen soll.« »Ja«, antwortete ich leise. »Das werde ich ihm sagen.« Nach dem Anruf setzte ich mich einen Moment hin. Ich war müde vom Lügen. An diesem Abend sammelte ich einige leere Flaschen von der Terrasse ein und brachte sie in den Keller. Die Sonne ging gerade unter und das Haus fühlte sich kälter an als sonst. Als ich das Licht im Keller einschaltete, blieb ich stehen. Der Boden neben den Regalen war wieder nass. Einige leere Bierflaschen standen in der Ecke. Jemand war dort gewesen. Jemand hatte im Keller Bier getrunken. Die Luft roch nach Bier und Staub. Langsam sah ich mich um, aber ich sah niemanden. Ich schaltete das Licht aus, schloss die Tür und ging schnell nach oben. Ich wollte Frau Schneider alles erzählen, aber ich hatte Angst. Sie sah ohnehin jeden Tag müde aus. Ich wollte ihr nicht noch mehr Schmerz bereiten. Am nächsten Morgen kam Frau Schneider später als gewöhnlich nach Hause. Ihr Gesicht war blass. »Anna«, sagte sie, »ich habe gestern Abend eine seltsame Nachricht von Lukas bekommen.« Ich sah sie an. »Die Nachricht kam von einer Nummer, die ich nicht kenne«, sagte sie. »Er hat nur geschrieben, mach dir keine Sorgen. Mir geht es gut, mehr nicht.« Ihre Stimme war voller Angst. »Glaubst du, dass ihm etwas passiert ist?« Ich wollte ihr die Wahrheit sagen, wirklich, aber als ich ihre müden Augen sah, wurde ich wieder schwach. »Vielleicht hat er seine Nummer geändert«, sagte ich. »Vielleicht kommt er bald nach Hause.« Sie nickte langsam. »Ich hoffe es«, flüsterte sie. »Er ist meine einzige Familie.« Nachdem sie zur Arbeit gegangen war, saß ich allein in der Küche. Das Haus war still, aber mein Herz war laut. Ich hatte zu viele kleine Lügen erzählt, und jetzt fühlten sie sich nicht mehr klein an. Ein paar Tage später kam ich zum Haus und sah, dass die Haustür offen stand.
Ich blieb draußen stehen. »Frau Schneider?« rief ich. Keine Antwort. Ich ging vorsichtig hinein. Das Licht war aus. Meine Schuhe machten leise Geräusche auf dem Boden. Im Wohnzimmer stimmte etwas nicht. Das Sofa war verschoben worden. Ein kleiner Tisch war kaputt. In der Küche standen einige Schubladen offen. Es sah so aus, als hätte jemand das Haus durchsucht. Ich lief nach draußen und rief Frau Schneider an. »Die Tür steht offen«, sagte ich. Einige Sachen wurden bewegt. Ihre Stimme veränderte sich sofort. »Warte draußen«, sagte sie. »Geh nicht noch einmal hinein, ich komme.« Als sie ankam, gingen wir zusammen hinein. Sie sah sich um, ohne etwas zu sagen. Dann sagte sie, »Der Keller.« Ich folgte ihr nach unten. Meine Hände zitterten. Sie öffnete die Kellertür. Viele Bierkästen waren verschwunden. Auf dem Boden waren leere Stellen. Neben der Wand lag zerbrochenes Glas. Der Boden war wieder nass. Frau Schneider sah mich an. »Anna, hast du jemanden gesehen?« Ich zögerte. »Nur einmal«, sagte ich. »Einen Mann in der Nähe des Hintertors.« Sie hielt sich die Hände vors Gesicht. »Vielleicht Lukas«, flüsterte sie. »Vielleicht war er hier.« Ich sagte nichts. Sie sah sich lange um. Dann machte sie das Licht aus. »Wenn das noch einmal passiert, rufe ich die Polizei«, sagte sie. »Aber jetzt räumen wir auf.« Ich half ihr, die zerbrochenen Flaschen nach draußen zu bringen. Sie sprach kaum. Ihr Gesicht sah älter aus als früher. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dachte immer wieder an Lukas. Wo war er? Warum hatte er mich gebeten zu lügen? Warum versteckte er sich vor seiner eigenen Mutter? Vielleicht war er in Schwierigkeiten. In der nächsten Woche sah Frau Schneider jeden Tag besorgter aus. »Etwas stimmt nicht«, sagte sie eines Abends. »Lukas hat mich früher immer angerufen, jetzt bekomme ich nur noch kurze Nachrichten.« Ich versuchte sie zu trösten, aber meine Worte fühlten sich leer an. Am selben Abend überprüfte ich vor dem Gehen noch einmal den Keller. Ich öffnete die Tür langsam und schaltete das Licht ein. Mein Herz machte einen Sprung. In der Ecke lag ein kleiner Haufen Kleidung. Daneben standen eine leere Konservendose, ein schmutziges Glas und ein altes Handy. Jemand hatte dort geschlafen. Ich trat einen Schritt zurück. Meine Beine fühlten sich schwach an. Ich machte das Licht aus, rannte nach oben und schloss die Kellertür ab. Jemand lebte in diesem Keller. Vielleicht Lukas, vielleicht jemand anderes. Am nächsten Tag, als Frau Schneider anrief, konnte ich nicht mehr lügen. Meine Stimme zitterte. »Frau Schneider«, sagte ich. »Ich glaube, dass jemand im Keller gewohnt hat. Vielleicht Lukas.« Es wurde still. Dann fragte sie, »Was meinst du damit?« Ich erzählte ihr alles, von den fehlenden Flaschen, von den offenen Türen, von dem nassen Boden, von der Kleidung, von der Konservendose. Lange sagte sie nichts. Dann sagte sie leise, »Danke, Anna.
Ich komme nach Hause. An diesem Abend gingen wir zusammen in den Keller. Die Kleidung war noch da, aber die Decke war verschwunden. Frau Schneiders Hände begannen zu zittern. Er war hier, flüsterte sie. Er hat bestimmt keinen anderen Ort, an den er gehen kann. Ich stand neben ihr und fühlte mich schuldig. Sie sah mich an und sagte, »Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ich wünschte, ich hätte sie früher gewusst.« Ihre Worte taten weh, weil sie recht hatte. In dieser Nacht saß sie im Wohnzimmer und wartete auf Lukas. Aber er kam nicht. Ich beendete meine Arbeit still und ging nach Hause. Draußen war die Straße dunkel. Ich blickte zurück auf das große Haus und spürte einen schweren Schmerz in meiner Brust. Ich dachte an Lukas, ich dachte an Frau Schneider und ich dachte an das Geheimnis, das ich bewahrt hatte. Kleine Lügen können schnell wachsen und manchmal verletzen sie genau die Menschen, die es am wenigsten verdienen. Ich ging langsam nach Hause und wünschte mir, ich hätte von Anfang an die Wahrheit gesagt. Am nächsten Morgen rief Frau Schneider mich sehr früh an. Ihre Stimme klang schwach. »Anna«, sagte sie, »du musst heute nicht kommen, mir geht es nicht gut.« Ich fragte sie, ob sie Essen, Medikamente oder Hilfe brauche. »Nein«, sagte sie leise, »ich muss mich nur ausruhen.« Ich blieb zu Hause, aber ich konnte mich nicht entspannen. Mein Herz war schwer. Ich dachte immer wieder daran, wie sie allein in diesem großen Haus saß und auf Lukas wartete. Am Nachmittag konnte ich nicht länger fernbleiben. Ich nahm den Bus und ging die letzte Straße zu Fuß zu ihrem Haus. Als ich ankam, stand das Tor halb offen. Das Haus war dunkel, aber ich hörte Stimmen im Inneren. Eine Stimme gehörte einem Mann. Er klang aufgebracht. Dann hörte ich Frau Schneider. Ihre Stimme war leise und traurig. Ich öffnete langsam die Tür. »Frau Schneider«, rief ich. Ich ging in die Küche und blieb stehen. Frau Schneider saß am Tisch. Ihr gegenüber saß Lukas. Er sah ganz anders aus. Sein Gesicht war eingefallen. Seine Kleidung war schmutzig. Seine Haare waren ungepflegt. Er sah müde, beschämt und verloren aus. Als er mich sah, stand er auf. »Anna«, sagte er leise. Frau Schneider sah mich mit feuchten Augen an. »Er ist heute Morgen gekommen«, sagte sie. Er war wieder im Keller. Lukas sah auf den Boden. »Ich hatte keinen anderen Ort, an den ich gehen konnte«, sagte er. »Ich habe bei einigen Leuten gewohnt, aber alles ist schiefgelaufen. Sie haben mir mein Geld genommen. Ich hatte keinen Platz zum Schlafen. Deshalb bin ich nachts hierher gekommen.« Frau Schneider begann zu weinen. »Du hättest zu mir kommen sollen«, sagte sie. »Du bist mein Sohn.« Lukas antwortete zuerst nicht. Dann flüsterte er, »Ich habe mich geschämt.« Der Raum wurde still. Ich stand an der Tür und wusste nicht, was ich sagen sollte. Lukas sah mich an. »Danke, dass du es ihr am Anfang nicht gesagt hast«, sagte er. »Ich hatte Angst.
Ich brauchte nur Zeit. Ich spürte einen Schmerz in meiner Brust. Ich hatte ihm helfen wollen, aber mein Schweigen hatte auch seiner Mutter wehgetan. Ich sah Frau Schneider an und sagte sanft, vielleicht kann jetzt alles besser werden. Er ist hier, ihr könnt reden, ihr könnt euch gegenseitig helfen. Lukas nickte. Ich werde es versuchen, sagte er, das verspreche ich. Frau Schneider sah ihn mit müden Augen voller Liebe an. Ich hoffe es, flüsterte sie. An diesem Abend bat sie mich, zum Abendessen zu bleiben. Wir aßen Suppe und Brot am Küchentisch. Niemand sprach viel. Lukas aß langsam wie jemand, der seit Tagen keine richtige Mahlzeit mehr gehabt hatte. Nach dem Abendessen half ich beim Abwasch. Frau Schneider kam zu mir und berührte meine Hand. »Anna«, sagte sie, »danke. Ich weiß, dass du mich beschützen wolltest.« Meine Augen füllten sich mit Tränen. »Es tut mir leid«, sagte ich. »Ich wollte sie nicht verletzen.« Sie nickte. »Kleine Lügen können große Probleme werden«, sagte sie. »Aber heute ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Die nächsten Wochen waren anders.« Lukas blieb im Haus. Am Anfang war er still und vorsichtig. Er half seiner Mutter bei kleinen Dingen. Er arbeitete im Garten, reparierte das Tor und trug schwere Sachen für mich, wenn ich zur Arbeit kam. Die Bierflaschen verschwanden. Der Keller wurde aufgeräumt. Langsam fühlte sich das Haus wieder normal an. Frau Schneider arbeitete noch immer in der Fabrik, aber sie sah weniger müde aus, wenn sie nach Hause kam. Manchmal saßen sie und Lukas abends auf der Terrasse. Sie tranken Tee statt Bier, manchmal hörte ich sie sogar lachen. Es war nicht perfekt, aber es war ein Anfang. Eines Tages, als ich die Küche putzte, kam Lukas mit 2 Tassen Tee herein. »Anna«, sagte er, »ich möchte dir danken.« Ich sah ihn an. »Ich war verloren«, fuhr er fort. »Ich habe meiner Mutter wehgetan, das weiß ich jetzt, aber ich möchte mich ändern.« Ich lächelte sanft. »Sie liebt dich sehr«, sagte ich. Er nickte. »Ich weiß«, sagte er. »Früher habe ich das nicht verstanden. Jetzt möchte ich, dass sie stolz auf mich ist.« Zum ersten Mal glaubte ich ihm. Ein paar Monate vergingen. Das Haus wurde heller. Frau Schneider begann wieder, an den Wochenenden zu backen. Manchmal gab sie mir ein Stück Kuchen mit nach Hause. »Für deine Tochter«, sagte sie mit einem Lächeln. Eines Nachmittags, bevor ich nach Hause ging, rief sie mich auf die Terrasse. »Anna, komm her, wir haben gute Nachrichten.« Lukas saß neben ihr. Auf dem Tisch standen Blumen und 2 Tassen Kaffee. Frau Schneider lächelte. »Lukas hat eine Arbeit gefunden«, sagte sie, »in einem kleinen Geschäft in der Nähe des Marktes. Es ist keine große Arbeit, aber es ist ein Anfang.« Lukas sah schüchtern, aber glücklich aus. »Ich arbeite morgens«, sagte er. »Das hilft mir, mich wieder nützlich zu fühlen.« »Das ist wunderbar«, sagte ich. Und ich meinte es auch so. Als ich an diesem Abend nach Hause ging,
dachte ich über alles nach, was passiert war. Ich dachte an Lukas Geheimnis, ich dachte an den Keller, ich dachte an die Angst, die Lügen und die offenen Türen. Alles hatte mit einem kleinen Versprechen begonnen, aber es war zu etwas Schwerem geworden. Ich habe etwas Wichtiges gelernt. Geheimnisse können wie Schatten in einem Haus wachsen, aber wenn die Wahrheit gesagt wird, kann das Licht wieder hineinkommen. Als Frau Schneider mich das nächste Mal anrief, fragte sie nicht mehr, »Ist Lukas zu Hause?« Stattdessen fragte sie, »Anna, wie geht es dir? Und wie geht es deiner Tochter?« Ihre Stimme klang friedlich. Ich lächelte. »Uns geht es beiden gut, Frau Schneider«, sagte ich. »Danke.« Nach dem Telefonat schaute ich aus dem Fenster. Der Abendhimmel war weich und golden. Mein Leben war immer noch einfach. Ich arbeitete immer noch hart. Ich vermisste meine Tochter immer noch. Aber mein Herz fühlte sich ruhig an. Das Geheimnis war verschwunden. Das Haus war wieder sicher. Und zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Nicht nur als Haushälterin, sondern auch als Mensch. Vielen Dank, dass ihr euch die ganze Geschichte angesehen habt. Wenn ihr bis zum Ende geblieben seid, weiß ich das wirklich sehr zu schätzen. Annas Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Selbst eine kleine Lüge kann zu einer schweren Last werden, wenn wir sie zu lange mit uns tragen. Aber wenn wir endlich die Wahrheit sagen, können Frieden und Vertrauen zurückkehren. Jetzt habe ich eine kleine Übung für euch. Das heutige deutsche Wort ist Wahrheit. Schreibt einen einfachen deutschen Satz mit dem Wort Wahrheit in die Kommentare. Zum Beispiel, ich möchte die Wahrheit sagen oder die Wahrheit bringt Frieden. Schreibt auch in die Kommentare, glaubt ihr, dass Anna die Wahrheit früher hätte sagen sollen? Ja oder nein? Wenn euch diese Geschichte beim Deutschlernen geholfen hat, abonniert bitte German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hört weiter zu, übt weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Auf Wiedersehen!